Kopenhagen ist eine wunderschöne Stadt, aber leider auch dafür bekannt, etwas teuer zu sein. Mit diesen Tipps verbringt ihr eine tolle Zeit in der dänischen Hauptstadt, ohne dabei gleich euer Bankkonto leer zu räumen. Kopenhagen liegt irgendwo in Dänemark, aber wie komme ich da eigentlich hin? Neben dem Fliegen die wohl bequemste Variante ist die Anreise mit der Bahn. Von Hamburg dauert die Zugfahrt nur etwa 5 Stunden, ist aber auch nicht ganz günstig. Um die 90 € kostet die Anreise mit der Deutschen Bahn. Flixbus verlangt dann nur die Hälfte. Wer in der Gruppe mit dem eigenen Auto anreist, muss für die neue Brücke eine Mautgebühr von 30 € pro Überquerung einrechnen. Außerdem ist Parken in Kopenhagen auch nicht ganz preiswert. Obwohl man sonntags kostenlos parkt, lässt man hier in der Regel zwischen 40 und 60 € Parkgebühren pro Wochenende. In der Gruppe kann man sich diese Kosten natürlich teilen. Nun aber los, wo kannst du während deiner Städtereise in Kopenhagen sparen? Kopenhagen ist verhältnismäßig klein und kann sehr gut zu Fuß erkundet werden. Eine Einzelstrecke mit dem Bus kostet rund 3 €. Laufen ist in Kopenhagen also nicht nur gut für die Fitness, sondern auch für den Geldbeutel. Alternativ kannst du dich natürlich den umweltbewussten Kopenhagenern anschließen und mit dem Fahrrad von A nach B radeln. Ein Tag Fahrradmiete kostet dich je nach Händler zwischen 10 und 20 €. Die meisten öffentlichen Sehenswürdigkeiten hier in Kopenhagen sind kostenlos. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal Unmengen für teure Museumsbesuche auszugeben. Und wenn ich gar nicht so genau weiß, wo ich mit meiner Sightseeing-Tour beginnen soll? Bestimmt hast du schon mal von den Free Walking Tours in europäischen Städten gehört. Nun, auch in Kopenhagen gibt es mehr als eine großartige Initiative. Wenn der große Hunger kommt, solltest du es in Kopenhagen vermeiden, in die Restaurantfalle zu tappen. In der Hauptstadt Dänemarks zum Essen einzukehren, ist in der Regel fast doppelt so teuer wie in deutschen Städten. Zumindest im Stadtzentrum. Bezahlbar sind dagegen Supermärkte, die berüchtigten dänischen Hotdogs und die Leckereien der Markthalle Torve Hallerne. Letztere war auch vom Standpunkt eines Touristen einer meiner Lieblingsorte in Kopenhagen. Und sonst kann man sich auch einfach von Eis ernähren. Straßenentertainment. Natürlich gibt es auch tolle Ausstellungen und Events in Kopenhagen, für die man Eintritt zahlen muss. Aber sich bei Sonnenschein ein kostenloses Ballett auf der Straße anzuschauen, macht ihm besonders viel Spaß. Einen allerletzten Tipp kann ich euch für eure Städtereise nach Kopenhagen noch geben. Sucht doch keine Wohnung, die direkt im Zentrum der Innenstadt liegt. Denn wie in jeder europäischen Großstadt ist es natürlich etwas billiger, wenn man an den Stadtrand zieht. Unsere Airbnb-Wohnung hier in Nørrebro kann ich wirklich sehr empfehlen, denn die gesamte Nachbarschaft ist super schön angesagt, es gibt tolle Cafés und Restaurants. Das Zentrum ist nur einen etwas längeren Fußmarsch oder eine 10-minütige Busreise entfernt. Ihr seht also, wer bewusst reist und darauf achtet, was er ausgibt und wofür er es ausgibt, der kann auch in einer etwas teureren Stadt wie Kopenhagen Spaß haben, ohne das große Geld auszugeben. Wir kommen nun zum Ende meines Kopenhagen-Videos, aber diese Videoserie in 5 Minuten um die Welt, zu der auch dieses Video gehört, ist noch lange nicht zu Ende. Denn mein Freund Greg und ich sind Vollzeitnomaden, wir reisen ununterbrochen, also könnt ihr schon auf das nächste Video aus einem neuen Land gespannt sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch mal wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Kopenhagen.